Hallo liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich dieses legere Big Shirt für euch gemacht und ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Für dieses Shirt nehme ich die Big Mama Print und eine Häkelnadel Nummer 4. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, schließe mit einer Kettmasche zum Ring, beginne mit 3 Luftmaschen und häkle jetzt in den Ring hinein noch weitere 12 Stäbchen, sodass wir insgesamt mit dem Ersatzstäbchen am Anfang 13 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also insgesamt inklusive des Ersatzstäbchens 13 Stäbchen und schließe die Runde in die dritte Luftmasche des Beginns. Beginne mit 4 Luftmaschen und häkle auf jedes Stäbchen, das kommt, ein Stäbchen und dazwischen immer eine Luftmasche. Also wir erhalten 13 solche Kästchen, immer eine Luftmasche und auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 13 solche Kästchen erhalten. Die ziehen sich jetzt ein bisschen zusammen, aber das legt sich in der nächsten Runde wieder. Ich habe jetzt noch eine Luftmasche am Ende gehäkelt und schließe in die dritte Luftmasche der Vorrunde. Häkle wieder 3 Luftmaschen und häkle jetzt in jede Lücke 2 Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen drauf. In die Lücken 2 Stäbchen und auf die Stäbchen jeweils ein Stäbchen, und auf diese Weise müssten wir genau 39 Stäbchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also genau 39 Stäbchen erhalten. Da ich aber für die nächste Runde eine gerade Zahl brauche, häkle ich in diese letzte Lücke noch ein 40. Stäbchen dazu, die Nummer 40, und schließe dann mit einer Kettmasche zur Runde. Jetzt beginne ich mit 5 Luftmaschen, 5, lasse ein Stäbchen aus und häkle auf jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen, dazwischen 2 Luftmaschen, ein Stäbchen auslassen, ein Stäbchen häkeln, 2 Luftmaschen, 1 auslassen und so weiter, und wir müssten 20 Kästchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Auch am Ende häkle ich noch 2 Luftmaschen und schließe wieder in die dritte Luftmasche des Beginns. Das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und in jede Lücke 3 Stäbchen. 1, 2, 3.
und auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen. Und am Ende der Runde, also immer 3 in die Lücken, 3 und 1 auf die Stäbchen drauf. Und auf diese Weise erhalten wir 80 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt genau 80 Stäbchen gehäkelt und schließe die Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Jetzt beginne ich mit 4 Luftmaschen, lasse ein Stäbchen aus und häkle auf jedes zweite Stäbchen immer ein Stäbchen, eine Luftmasche, eins auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eins auslassen und wir erhalten auf diese Weise 40 solche Kästchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 40 solche Kästchen erhalten und schließe die Runde wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Das zieht sich jetzt wieder ein bisschen zusammen, aber das legt sich in der nächsten Runde wieder. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, in jede Lücke 1 und auf jedes Stäbchen 1. Und wir erhalten wieder genau 80 Stäbchen. Und diese Zahl muss passen, damit sich das nachher ausgeht. Also hier empfiehlt es sich nachzuzählen. Und wenn ihr 80 Stäbchen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt genau 80 Stäbchen gehäkelt und schließe die Runde wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Und jetzt machen wir aus diesem runden Teil ein eckiges Teil. Dazu beginnen wir jetzt mit einer halben Ecke. Die zweite Hälfte kommt erst am Ende dazu. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen und häkeln in dieselbe Einstichstelle gleich in die allererste ein Doppelstäbchen. Das bedeutet 2 Umschläge und in die Masche einstechen, 2 Fäden abmaschen, noch einmal 2 und die letzten 2. Jetzt häkeln wir in die nächsten 4 Stäbchen, die kommen, 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. In die nächsten 4 Stäbchen kommen 4 halbe Stäbchen. Ein halbes Stäbchen ist ein Umschlag, Faden durchholen und alle gemeinsam abmaschen. 1, 2, 3, 4. In die nächsten 3 Maschen kommen feste Maschen, also 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Jetzt kommen wieder 4 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt kommt wieder eine Ecke. Dazu häkeln wir jetzt 2 Doppelstäbchen in dieselbe Einstichstelle. 1
in dieselbe Masche ein zweites, 2 Luftmaschen und noch einmal in dieselbe Einstichstelle 2 Doppelstäbchen. 1, 2. Jetzt kommen wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 3 feste Maschen, 1, 2, 3, 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4 und wir befinden uns wieder an der nächsten Ecke. Das Ganze sieht jetzt so aus. Dazu häkeln wir wieder in eine Masche 2 Doppelstäbchen, 1, 2, 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche noch einmal 2 Doppelstäbchen. Und es geht wieder weiter mit 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 4 halben Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 3 feste Maschen, 1, 2, 3, 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4 und wir sind wieder an der nächsten Ecke angelangt. Dazu wieder 2 Doppelstäbchen in eine Masche, 1, 2, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Doppelstäbchen in dieselbe Masche. 2, 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 3 feste Maschen, 1, 2, 3, 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 4 Stäbchen, 1, 2, 3, 4 und jetzt fehlt uns noch eine halbe Ecke. Dazu häkeln wir hier zu diesen Luftmaschen dazu, in dieses kleine Löchlein da, häkeln wir noch 2 Doppelstäbchen, 2 Doppelstäbchen
und schließen die Runde mit einem halben Stäbchen, also ein Umschlag, in die 4. Luftmasche einstellen, Faden durchholen und ein halbes Stäbchen häkeln. Und auf diese Weise ist jetzt aus dem Kreis ein Quadrat geworden. Die nächste Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das ist wieder eine halbe Ecke. Jetzt häkeln wir auf jede Masche der Vorrunde ein Stäbchen drauf. Auf jede Masche ein Stäbchen. Und wir sehen uns bei der anderen Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angelangt. Da häkle ich jetzt zunächst einmal 2 Stäbchen hinein. Und von hier bis hier müssten es 27 Stäbchen sein. Und zwar gleich viele auf jeder Seite dann. Die Ecke ist noch nicht fertig, da kommen jetzt noch 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. 1, 2 und wir häkeln wieder auf jede Masche ein Stäbchen drauf und inklusive der 2 Eckstäbchen auf der anderen Seite müssen es auch hier wieder 27 Stäbchen sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns an der nächsten Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen und diese besteht wieder aus 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen. Das bleibt ab sofort jetzt immer gleich. Und wie gesagt, auf jeder Seite müssten sich am Ende der Runde 27 Stäbchen befinden. Und wenn ihr am Ende der Runde angekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, vervollständige jetzt noch die Ecke mit 2 Stäbchen und schließe die Runde wieder mit einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche. Jetzt folgt eine durchbrochene Reihe. Dazu beginne ich wie immer jetzt mit 2 Stäbchen, also einem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in die Lücke. Die Reihe beginnt immer mit einer Luftmasche. Das erste Stäbchen lassen wir aus, häkeln auf das zweite Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche, eins auslassen, eine Luftmasche, eins auslassen und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen. Hier bleibt immer ein Stäbchen übrig. Das überspringen wir noch mit einer Luftmasche. Häkeln dann unsere Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Beginnen immer mit einer Luftmasche, überspringen das erste und häkeln lauter solche Kästchen. Vor der Ecke bleibt immer eins übrig, das überspringen wir mit einer Luftmasche, häkeln die Ecke und das machen wir jetzt die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen,
vervollständige, also am Ende wieder eine Luftmasche, vervollständige noch die Ecke und schließe wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und es haben sich auf jeder Seite 14 Kästchen ergeben. Die nächste Reihe, es ist eine Stäbchenreihe. Wir beginnen wie immer mit der halben Ecke, häkeln auf jedes Stäbchen, das kommt, ein Stäbchen drauf, also auch auf diese 2 Eckstäbchen der Vorrunde, dann in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und es ergeben sich von Lücke zu Lücke 35 Stäbchen. Die Ecke bleibt wie gehabt und so machen wir das die ganze Runde. Und wenn ihr soweit seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen, schließe noch die Runde mit einem halben Stäbchen und es haben sich auf jeder Seite 35 Stäbchen ergeben. Jetzt folgt wieder eine durchbrochene Reihe, die Ecke wie immer und die beginnen immer mit einer Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen, auf jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen häkeln, dazwischen immer eine Luftmasche, am Ende der Reihe bleibt immer ein Stäbchen stehen, das überspringt ihr noch mit einer Luftmasche und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und es haben sich auf jeder Seite 18 Kästchen ergeben. Die nächste Reihe ist wieder eine Stäbchenreihe. Dazu häkeln wir wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und es haben sich auf jeder Seite 43 Stäbchen ergeben. Und jetzt häkle ich noch 2 weitere Reihen mit Stäbchen. Dazu häkle ich einfach auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf. Also diese Runde und noch eine weitere und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 3 Reihen Stäbchen gehäkelt und im Moment habe ich auf jeder Kante 51 Stäbchen. Die nächste Reihe wird wieder eine durchbrochene Reihe und dann häkle ich noch einmal 3 Reihen mit Stäbchen. Und wenn ihr diese 4 Reihen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also wieder 3 Reihen Stäbchen gehäkelt und ich habe jetzt eine Stäbchenanzahl von 67 Stäbchen pro Seite. Jetzt folgt wieder eine durchbrochene Reihe und dann eine Reihe Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder so weit gekommen. Ich habe eine durchbrochene Reihe und eine Stäbchenreihe jetzt gehäkelt. Und im Moment habe ich pro Kante 75 Stäbchen.
Die nächste Reihe ist wieder eine durchbrochene Reihe. Und wenn ihr die gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt diese durchbrochene Reihe gehäkelt und ich häkle jetzt noch 3 weitere durchbrochene Reihen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich beginne wie immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen, häkle dann sofort eine Luftmasche und auf das zweite Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen, wieder eine Luftmasche und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Ecke angekommen und hier häkle ich noch das vorletzte Kästchen auf dieses erste Stäbchen, der 2 Eckstäbchen, dann noch eine Luftmasche und bin wieder in der Ecke angekommen. Hier häkle ich ganz normal, wie immer. Und die Reihe startet wieder, also die nächste Kante startet wieder mit einer Luftmasche und einem Stäbchen auf das zweite Eckstäbchen. Und wie gesagt, ich häkle insgesamt also diese und noch 2 Reihen durchbrochene Reihen, also insgesamt 4, und dann folgt noch eine Stäbchenreihe und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also insgesamt 26 Reihen gehäkelt, habe im Moment eine Stäbchenanzahl von 95 Stäbchen pro Kante und mein Teil hat jetzt ungefähr 65 x 65 cm. Wenn ihr das größer haben wollt, könnt ihr natürlich noch ein paar Reihen dazu machen. Wir brauchen ja dieses Teil 2-mal. Bei mir ist dieses schon das zweite, deshalb lasse ich jetzt den Faden dran. Beim ersten Teil würde ich jetzt noch eine Luftmasche machen zur Absicherung, würde den Faden abschneiden, durchziehen und festziehen. Und wie gesagt, das mache ich jetzt nicht, denn ich verwende diesen Faden für die Schulternähte. Und jetzt arbeitet ihr dieses Teil genau gleich noch ein zweites Mal. Und wenn ihr soweit seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 2 Teile genau identisch angefertigt und mit der rechten Seite nach innen aufeinander gelegt und häkle jetzt die Schulter, die eine Schulter zusammen. Wir brauchen ungefähr 30 cm für den Halsausschnitt. Dazu steche ich in die Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche, steche noch einmal durch die Lücken durch und häkle eine feste Masche. Dann häkle ich jetzt noch 24 von diesen Stäbchen zusammen mit festen Maschen, also immer durch das Stäbchen vorne einstechen, durch dasselbe Stäbchen hinten einstechen, eine feste Masche häkeln. Jetzt habe ich schon 2 zusammengehäkelt. Jetzt nehmen wir vorne das dritte Stäbchen und hinten das dritte Stäbchen und häkeln eine feste Masche
Und das machen wir insgesamt, haben wir dann 25 feste Maschen mit dieser in der Lücke. Und wenn ihr 25 feste Maschen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also 25 feste Maschen gehäkelt und die beiden Teile miteinander verbunden. Am Ende häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt drehen wir uns das Ganze um und machen auch noch die zweite Schulternaht. Dazu nehme ich wieder die beiden Ecken, lege sie aufeinander, steche mit der Nadel durch beide Teile durch, hole mir den Faden durch und verknote ihn. Dann steche ich noch einmal durch dieselbe Lücke durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Und dann noch einmal durch beide Teile durch die Lücken und eine feste Masche. Und jetzt folgen wieder 24 feste Maschen und wir verbinden dabei die beiden Teile miteinander. Und diese beiden Fäden häkle ich gleich mit ein. Auch hier wieder Masche für Masche zusammenhäkeln, bis ihr insgesamt 25 feste Maschen habt. Und wie gesagt, falls das Teil größer oder kleiner ist, für den Halsausschnitt müssen ca. 30 cm offen bleiben. Und wenn ihr soweit seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt auch die zweite Schulternaht geschlossen und hier haben wir den Halsausschnitt. Und jetzt drehen wir uns das Ganze, sodass wir die Seitennähte noch schließen können. Das mache ich zu Beginn ganz genau gleich. Ich hole mir den Faden durch die beiden Lücken durch, mache einen Knoten, steche noch einmal durch, hole mir den Faden durch und häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke. Und jetzt häkle ich noch 65 Stäbchen miteinander, also die verbinde ich miteinander. Das heißt, wir haben dann insgesamt 66 feste Maschen mit dieser hier in der Lücke. Und die andere Seitennaht macht ihr dann genau gleich. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt alle Nähte geschlossen. Die ziehe ich immer noch ein bisschen auseinander, damit sie schön flach werden. Ich habe alle Fäden vernäht und was ich jetzt noch tun werde, ich werfe das Teil in die Waschmaschine im Wollwaschgang mit einem Wollwaschmittel und lasse es dann liegend trocknen. Also ich lege es dann schön hin, ziehe es in Form und lasse es liegend trocknen. Und dann ist unser Big Shirt fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten und natürlich auch beim Tragen dieses tollen Big Shirt. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.